Das Ziel war, ein System zu finden, dass unser ERP-System eine Nachverfolgung und auch die Technologiedaten, sprich die Programmierung von der Lasermaschine und der Abkantpresse, wo wir ein Paket schnüren können, das alles zusammen vernetzt wird. Das war eigentlich das Grundziel. Wir haben ein Höchstmaß an Transparenz geschaffen durch die Einführung mit Leaflots. Wir können also alles sehen und auch frühzeitig erkennen, wo die Probleme liegen oder auftreten können. Es ist ja nicht immer so, dass es schön ist, wenn man sieht, wenn was nicht funktioniert, sondern es ist ja schön, wenn man im Vorfeld schon sieht, hoppala, da kann was nicht funktionieren. Und das erkennt man hier sehr gut und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, um das Problem schon zu lösen, bevor es richtig entsteht. Wir machen ungefähr 5000 verschiedene Artikel von Kleinserien, Einzelteilen und Großserien. Und dann geht es weiter auf 1500 Quadratmeter Produktionsfläche mit etwa 25 Mitarbeitern. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wo die Problematik liegt. Man findet die Teile eben nicht mehr, weil man laufend am Suchen ist. Also wir haben keine Nachverfolgung gehabt, sondern alles lag auf irgendwelchen Palettenwägen oder sonst irgendwo rum. Und wenn man es gebraucht hat, hat man das mühselig zusammensuchen müssen. Und jetzt arbeitet man ein Dreivierteljahr mit dieser Leaflots-Lösung und sind hellauf begeistert, weil wir die Verbindung zwischen ERP, Leaflots und diesen Programmiersystemen und CAD-Systemen zusammen verwaltet und zusammen verknüpfen konnten. Nach meiner ungefähren Schätzung mit unserer kleinen Firma, wir sind da draußen in Fertigung ca. 15 Leute, wir sparen uns ein Mann in den Monat. Und wenn ich jetzt mal ein Teil mal sucht, kann ich über den Lagerort suchen, zuschauen, durch das Teileingabe, wo sich das Teil tatsächlich befindet. Und zeigt mir der Bildschirm genau, wo sich jetzt das Teil in der Halle, in der Fertigung befindet. Da sehen wir, das blaue blinkende Pool ist die Maschine SMD 123 und dort ist auch der Teil. Wir sehen, wie hoch die Auslastung ist. Wir sehen, wie viele Kapazitäten noch frei sind zum neue Aufträge zum Eilaster. Hier sehen wir relativ viel. Hier sehen wir Materialstärke von den Teilen, wie die Teile heißen, der Indexierung, ja, alles so, was man halt zum Verschachtler von der Auftrag, dass man rechtzeitig fertig ist, aussieht. Ich kann hier über dieses Leaflot schauen, welche Aufträge ich zum Abarbeiten habe, zum Beispiel heute oder für eine Woche, was auch mir die Arbeit erleichtert an dieser Anlage ist, dass er das Material automatisch holt und auch automatisch an den Arbeitsvorbereiter weiterleitet, sodass er auch oben sehen kann, welches Material er schon verschachtet hat und welches Material noch im Turm dann zur Verfügung steht zum Verschachteln. Im Leaflots aktualisieren wir auch nicht Armada Arbeitsgänge. Wir sind hier an der Fressmaschine angekommen. Stefan, bitte sag mal ein paar Worte dazu. Also wir haben hier praktischerweise direkt am Arbeitsplatz und nicht extra woanders an dem Terminal, das iPad mit eben dem Leaflots drauf. Ich sehe hier jedes Mal die eingeplanten Aufträge. Ich kann mir auch selbst noch welche hinzuplanen oder von der Fertigungsleitung schon vorgegeben. Hier sehe ich auch Anmerkungen und Bilder, wie ich etwas problemlos und schnell lösen kann. Und kann dann auch direkt hier den Auftrag starten, sodass es direkt zurückgemeldet wird und Leaflots das zurückgemeldet bekommt. Ich bewerte es im Nachhinein sehr erfolgreich. Wir haben im Februar installiert, im Mai in Betrieb genommen und ab Juni haben wir schon damit gearbeitet. Und jetzt arbeiten wir ein Dreivierteljahr mit dieser Leaflots-Lösung und sind hellauf begeistert. Wir wissen im Büro, da
das Teil liegt beim Laser oder ist beim Schweißen oder gar schon fertig. Wir können alles mit kurzen Wegen nachvollziehen und das ist ein riesiger Vorteil für uns, um Auskünfte zum Kunden zu geben und für dich. Der wichtigste Punkt an der ganzen Geschichte ist, wir können mal endlich unsere Liefertermine auch halten. Ja, wir haben angefangen mit der Digitalisierung und wollen das natürlich fortführen. Wir planen den Einsatz von einem Quad-Modul, dass wir mit 3D-Daten und mit CAD-CAM-Daten die Angebote viel schneller und effektiver bearbeiten können. Und das ist ein Nutzen für uns und auch den Kundennutzen, den wir hier in den Vordergrund stellen wollen. Armada.